Goedemorgen alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vriend dat je een levenswasser zijn van deze morgens. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je hebt kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's bij 12 jaar oud. De 6-jarige bij 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden im Gesang. Ze hebben een tijd waar ze geven kunnen. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is. En dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie fehlt van jou, dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn some mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt een drink holen, koffie of thee, die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors hier zijn, die wordt een gouden, klare, praktische boodschap hebben voor jullie van jou. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn pas zo schaftig dat je een levenswasser zijn van jou en we wensen je pas een gouden Samarius. Goedemorgen, welkom to Lebenswasser. Mijn vrienden dat je hier zijn van deel. We zijn hier taubt om van deel God hooggeven, aanloven, aanprijzen en we zijn wel goed hij is. Wanneer we een beetje rondkijken wat alle aangeeft in onze wereld en onze omgeving, dan komt het erop aan dat angst een beetje neemt komt en we wonderen wat het nächste zijn. En zo is het dan erst met angst, we hebben angst voor dat wat we nog niet zijn kunnen. Niet mal dat wat nu passiert. Vandaar zijn we hier, wie vrijdag dat we hier zijn, waar we dus die dingen wat ons vielleicht met schwer zijn, oder aanwijten zijn, waar we dus uit ons kop uit, uit onze gedanken uit, en aan onze gedanken bis naar God draaien. Waar we ver aankomen en zeggen, du bist goed, du bist groot, du hast ons geleid, maar hier du wirst ons allemaal wieder leiden. En zo, waar we dat verzekeren te doen hier in deze service, we weten niet hoe lang we hier worden kunnen te top zijn. We worden met door naar harken wat de government ons zegt, van de grote groepen, dat kunnen top zijn. Wanneer de government op eenmaal wat zegt, we zullen niet zo'n grote groep top zijn, wenn de krankheid, dan willen we je niet weiten laten. Maar vandaar breken we dat niet zorgen. Vandaar zijn we alle top, vandaar willen we God hoog geven en we zijn wel goed hij is. En zo ik moet vragen dat je opstaan, wel bis ver aankomen, vielleicht kan je een uur toe merken, bis ver aankomen, bis en je bed zijn en zeggen, God, merk mij stil, merk mijn hart stil, merk mij die gedanken stil, geef mij vrede. Gott, der sagt, dass er uns einen Frieden gibt, dass wir manchmal nicht mal Wort können verstehen. Ich spreche den Frieden, nu kriegt er jeder einer von ihnen hier. Gott, merkt ganz still, unsere Horten sind und die gedreht. Und wie sind die Gott? Du hast gesagt, dass du wirst immer bei uns sein. Du wirst immer bei uns sein, du wirst uns nicht verloren. Dankeschön für dort. Wir danken dir, dass du der Selser Gott bist, was der Erde in der Welt gemerkt hat. Und du bist der Selser von der und wir können uns auf dich vertrauen, du wirst immer der Selser bleiben. Wir loben dich und wir danken dir von dir. Und
Vi doen disse dingen waar ons aanwijten zijn, bis een beetje ziet. En we komen verder en we willen die hier geven. Dankzij God dat u ons goed bent. Dankzij dat u ons was leiden door deze tijd. In deze tijd, maar in deze tijd best u ons licht. Dankzij daarvoor. Dankzij. We willen deze leider zingen, bis zum die loven, die prijzen God. En die hier geven van der ons zijn. We beten die aan. We beten die aan, God. vandaag niet leidt, dan houdt zich en dat alles. Gott von geschaffen, Neumond steht. Gott von der Lösung, mit dem Reichtum.
alles weer neder. Was de stein wordt weggerookt, schat sie tot grof je goed. Roept is de schedel van het best. Waarom zie ik hier voor het leven, kennen dat God. Wees ons niet, we zien wie al lang. De kroon van dood dat ze brengen, en dat wordt wordt te zien. De dag van gerade verändert alles. Als wir die Leben juist, doch die alles weer wieder. Als de stein wordt weggerookt, schat zich dat groot weer goed. Moet ik steden van het best. Waarom zit je voor het leven, kennen dat God. Jezus leeft, we zien wie ons aan doet. De kroon van dood dat ze brengen, en dat wordt en du leefst van de honing om. En du leefst af van sluit niemand in een. En du leefst af je leven. Dit verandert alles. Dit verandert alles. En du leefst van de honing om. En du leefst af van sluit niemand in een. En du leefst af je leven. Dit verandert alles. Dit verandert alles. Dit is de stille van het best. Waarom zit je voor het leven, kennen dat God. Jezus leeft, we zien wie al aan doet. De kroon van dood dat ze brengen, en dat wordt Dankeschön für wer du bist für uns, dass du immer mit uns bist, dass du bei uns bist. Du sagst in dein Wort, dass du wirst uns niemals verlassen, dass du wirst niemals uns allein, wie auf einer steht, lassen. Du sagst auch in dein Wort, dass du wirst uns wieder stille Wutter voorbij und du wirst uns in die grüne Welt nennen, wo der Friede ist. Gott, von da, wir danken dir, dass krijgt nun, woran uns ist. Aber du bist unsere Sicherheit. Du bist unser Friede, du bist unser Friede. Und du hast uns noch niemals allein gelassen. Wenn sich dadurch so fühlt, dass er vielleicht nicht in Wahrheit ist, aber du bist danach der Weichmacher. Du bist danach der Versprechen Hauler. Dankeschön Gott, dass deine Schönheit immer um uns ist. Kriegst es du auch bist. Und dann wird bei dir gehen. Aber du bleibst treu. Und wir danken dir dafür, Gott. Du warst hier in unserem Mal. Ich bete dir, ich
sjås op disse sted. Jeg bed i jeg bed i Du warst hier in unserem Land. Jeg bed i jeg bed i Du warst hier, die sjås op disse sted. Jeg bed i jeg bed i Du warst, war ich merke, Strecken, Hauler, Wunderwirker, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. Du warst, war ich merke, Strecken, Hauler, Wunderwirker, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. Du warst hier, bewegst jeder Ort. Ich bed i ich bed i Du warst hier, du holst jeder Ort. Ich bed i ich bed i Du warst hier, du trägst den Lebenssong. Ich bed i ich bed i Du warst hier, du holst jeder Ort. Ich bed i ich bed i Du warst, war ich merke, Versprechen, Höller, Wunderwirker, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. Du warst, war ich merke, Versprechen, Höller, Wunderwirker, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. Du warst, war ich merke, Versprechen, Höller, Wunderwirker, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. Du warst, war ich merke, Versprechen, Höller, Wunderwirker, Lichten und Dunkle, mein Gott, du das wer du warst. 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 Du
Like
du er nicht in Wahrheit ist. Dankeschön, immer wahrer und wahrer, dass du bei uns bist, dass du uns lädst, wie wir haben sollen, dass du uns Weisheit gibst für die Entscheidungen, die wir machen müssen. Dankeschön, Gott, dass du uns niemals verloren hast und dass wir deine Schönheit nicht haben. Dine Gnade ist verloren, om mine del, auf dine Hand mir hörn. Von dem Moment, wann ich Gott war, berach mich du, wo ich sing, von der Schönheit von Gott.
wie deinen Gott, wo du Gott hast, das uns Gott, wie deinen Gott, wo immer den uns war, ich merken das, und heißt immer trü zu uns. Ja, dort nicht schön hier taub kommen, dort wie kann alle den selben Gott anbeten. Hey, ich kann den Duel sagen, Gott, Marius Lebenswasser, mir freut, dass die hier sind, wenn hier ja sind, willkommen hier so zu Kirche. Ich hoffe, die fallen die Tüß hier so, und dort sind ja schön hier bei uns, von der uns Marius. Auch da on Livestream, willkommen hier von Wietenbreit, wo immer hier sind, uns allein oder in der Gruppe. Willkommen hier, Gott segne ihn durch diese nächste Stunde. Hey, wir reden vielen Sinnig von unseren Werten hier so in der Kirche, und dort ein von denen, weil da, wo wir vielen Sinnig von reden, dort wir sind Mithelfer, nicht Mitfahrer. Gott hat uns alle eine Gabe gegeben, wo wir mit ihm können dienen. Und von dem wird Pastor Benny abkommen, er wird uns eine sehr klare, praktische Weg sein, wo wir das können ausleben. Guten Morgen, alle. Het is goed hier te zijn, gleich in de kerk te zijn, zondagsmorgens. Wo will er das sein, nicht? Hey, wir sind sehr excited über unser kleines Gruppenprogramm, das wir haben. Wir haben gerade nu 26 Gruppen und wir haben 244 Menschen in diese Gruppen. In der Adultusgruppen dann haben wir noch eine Jugendzeit haben wir noch einmal, wo wir 28 Gruppen, noch einmal 200 noch Menschen dabei. So, wir sind sehr, sehr mutig mit dort. Wir haben sehr positive Reportes von diesen kleinen Gruppen. Manche gehen dort rein, manche werden abgebüht, manche sind Mut gemerkt. Und so, von der will ich ganz kurz ein bisschen von reden, von some Ändernissen, die wir gemerkt haben. Und so, erstens will ich sagen, Dankeschön für all die, die in der kleinen Gruppe anladen tun, dass es wegen dass es möglich ist, und dass es wegen dass Menschen abgeholt werden, abgebüht werden. Das ist einfach biblisch, aber das steht da. Und Apostelgeschichte wird, redet ihr mal von, dass sie heute die große Taubkommnisse und dann hören sie nach Hüskirch. Und was das ist, kleine Gruppe ist eine Hüskirch. Und so ist Pastor Jacob erst von reden, dass dort kann sein, Gouverneur, was man einmal sagt, wir sollen nicht an seine große Herdtaub kommen, und dann wollen wir eine kleine Gruppe taub kommen, und so das kann Kraft fan ut, dass wir dann eine kleine Gruppe taub kommen, an Samstag Mut merken, an Samstag uithalten, wo man das fehlt. So, some von den anderen, was wir hier gemerkt haben, wo ich eher gehen, und dann wollte ich noch sagen, wo wir das getan haben, und wo wir, wie sehr mutig für euch mit das. Eins ist, wir haben das auch so gemerkt, dass wir alle 3 Monate anfangen und dann dort für 3 Monate Zeit, und dann abgehen und dann stützt die Leute und dann frisch anfangen. Dort kommt nicht mit Menschen ihre Tiden, mit Menschen ihre Schedules. So nu haben wir das so gemerkt, dass die Menschen dann anfangen, wenn sie wollen, und so lange gehen, als es fehlt. Wenn du ein Programm durchgehen oder eine Lehre oder ein Ding für 2 Monate, das ist gut. Wenn du für 6 Monate, das ist gut. Oder für ein Jahr. Wir haben viele Lebensgruppen, wo dort meint es, Menschen kommen taub, aber allein. Die bleiben bei taub, kommen sie nicht necessariamente und denken, was sie durchgehen. Sie kommen und dann leben taub. Sie sind durch für sich mit anderen. Und so, dort haben wir geändert. So, ich sage, die fangen an, wann die dort ihr Spaß, und die hören ab, wann die dort posten. So, wir haben Jake und Agatha Thiessen gefragt, haben das ever sein, das anladen. Und so, sie waren von hier wieder in Kontakt sein mit jemand. So, wenn jemand dort einen ernsten Weg, ein klein bisschen interessiert ist, eine kleine Gruppenleiter zu sein, ich frage ihn, stoppt ruhig und sendet ihn ab. Wo wir da down ist, die senden ihn ab. Dann kann ich noch einen Ofen vor, wo Jake und Agatha waren anstellen und ihn ein bisschen informieren, wo das schafft, was das braucht, um ein kleiner Gruppenleiter zu sein, und weißt du, das viel leichter ist, was die glauben. Jeder muss sowieso abgetämt, dass, wenn du was gesagt dass du sagst, was anladen, oh, ich kann nicht. No, so, Fernando sagt, wir sind nicht Mitfahrer. Kein Lebenswasser, sind wir nicht Mitfahrer, wir sind Mithelfer. Das ist ein sehr feiner Weg, wo du kannst praktisch mithelfen. Und ich habe auch an die Kommunität Raum, die das Wort Gottes zu verspreiten. So ich merke die Mut. Wenn ihr das ein ganz klein bisschen habt, stopp ruhig und send die ab und vorne das Abend, wo sie die Worte explainen, kriegt, was das braucht, mit kleinen Gruppenlehrer sein, und so werden die mithelfen, Stück für Stück. Because die Gelegenheit, die wir nu haben aus der Kirche, ist so groß, dass Miese sind, nach Himmel was das. Wir stehen auf einer Kant von eine offene Tür, wo wir mit Menschen reden und das Evangelium bringen. Und der kleine Gruppe ist die beste Weg mit tun. Jetzt bleib nicht bloß an deine kleine Gruppe mit deinen Bandchen, wo du ganz Fan bist von Freunden, stopp ruhig
Lud Menschen an, lud Nopers an. Lud die Mitarbeiter an. Menschen, die op naar de schuldig lud an, stut je op en spreek je om zich motto. Dit is een besonders sehr goede tijd wo we bijna zijn. Ik kan de lijst nog een keer oorlog bis alle slagen, draait alle zich voort. Maar dat is een weg van een keer. Maar de andere weg is van een keer is, hey, dankzij God voor ons deze gelegenheid geven, dat we kunnen uitstappen en dien woord naar de mensen brengen waar het veelt. Hoe je trekt dan dat ik een taaldekje maken, maar niet te veel mensen door naar de kerk en weet je, maar 20% van de mensen doen dat naar de kerk. De andere 20% die kan door naam. Zo waar we de kerk naar de mensen brengen. En je dorp, en je huis. Waar moet je zijn? Zoals in de schrift zei, goed, naar de highways en byways en brengt de mensen aan. Jezus zegt dat op zo'n weg dat ik zeg hier, dat het er nooit dringend is. Goed doet het. Zo wie wil je het aanladen? Zijn je op? Voor nu deze avond, wanneer je klaar wat van de groep die leiden wil, daar hang je in de board. Doe we dat non dan je informatie met van de groep, met wat van de groep die wil, wat vandaag, wat van de tijd. En dan kunnen mensen infonen en zich opzien en gaan aan deze groep aan. En dan zei je doe voor hen. En help hen uit en spreek ons om zich motto. Ik en mijn vrienden zijn een top aan 3 groepen wat we aanleiden doen. En zo wanneer je een groep zijn waar je bijna zijn, dat zou je fijn. Maar wanneer je niet een groep leiden doen, ik vraag die. Leiden de groep aan. Ons veelt dat aan mijn leiders. Veel mensen komen vragen, wat voor een groep kan ik bijna zijn? Hey, we hebben nu dus niet genoeg leiders om ouderen aan doen. En zo van daar wil ik besonders te jong mensen reden wat er niet willen maatvoerder zijn, of maathelper zijn. Stop eruit, zet je op en word een kleine groep leider. Zo zeer goede gelegenheid om hal laten merken en hemel voller merken. Een zeer praktische gelegenheid waar we dat doen niet kunnen. Zoals ik eerst al zei, besonders in de tijd waar we bijna leven. Mensen zijn hongerig, die vrouwen nu. Wat je dan? Wat zegt God? Ze zijn open te horen wat God te zeggen heeft. Zie rein en zei aan wat God te zeggen heeft. Zo, dus nächste waar we Jake en Agatha Thiessen opkrijgen, dat je zijn niet kan wer dat zijn. En wenn die het kan non merken, zoals ik zei, zij worden die zijn wat het even zijn dan, aanleiden, die training geven voor deze leiders. Zo, hier zijn ze. Welcome up here. It's good to see you guys. Jake and Agatha, yes, give them a hand. Dit zijn zijn vriendelijke lied. Die verstaan en party onderstel dat als ik immer zo feilt, dat, okay, ik zal hier alle weg zijn. So nicht Angst haben, dat die worden hand voor en alle zaten zitten, okay, wer wat nu next wat zei. Dat is een lied die vertaalt. En de vertalen zei. So veel dank zijn voor het doen. Appreciate you guys. Thank you for doing it. Deft in een hand. Zij worden nu deze service daar hingen zijn, doen we de informatie daar weer. En dat kan ook zijn waar de woongroepen we alle gaan. En wanneer de val zijn, en wanneer nog meer mensen gaan aannemen, zij worden je de vrouw beantwoorden wat je gaan. So ik merk je uit. Stop dit je naast uit de comfortzone, wo we bijna zijn, en ha niet angst te uitvinden. Wat is dat een kleine groepleider zijn? Dat zou je leicht doen en dat je trainen. Want je dat merkt ons wozen als leiders. Dat merkt ons sterker. Dat brengt ons naar het nächste niveau van proposito. Dat we zo veel, weet je wat, ik heb wat bieden dragen bij dit werk wat God hier deed. So veel dank voor je tijd. Nächste waar we Pastor John opkrijgen. En dan wordt de boodschap van. Dankzij. Good morning. Nu wil ik ook in een kleine groep zijn. Het is goed waar alle zijn. En zo zal een beetje red gaan. Vielleicht worden wir einmal nicht hier sein für die nächsten paar Wochen. Ich weiß noch nicht, aber von der aus sind wir hier. So, wir freuen uns, dass wir hier sind. Wir haben in der Schrift eine sehr bekannte Geschichte. Das ist eine Lieblingsgeschichte, glaube ich, für viele von uns. Hier war es vielleicht, oder erst noch einmal. Und das ist die Geschichte von David und Goliath. Und welche Saul mit seiner Armee, sie standen für einen Ries. Und das Ries, der spott ihn, der sagt, hey, schau mal wem rüt mit mir fährten. Und dann wird er gewandt, der wird über die andere herrschen. Und so Saul mit seiner Armee irgendwie Angst und keiner will mit das Ries fährten. Und dann kommt David angegangen. Und er hört das, was hier angeht. Und dann sagt David, ich will gehen mit den Ries fährten. Und Saul
vielleicht noch some anderen sagen, hey, du bist viel zu klein, du kostet gleich, wer glaubst du, dass du bist? Und dann sagt David ein sehr interessantes Ding. Er sagt, der selbst Gott, was mich von den Leib gerät, von dem Bohr, wenn er einen Schubs hat, und die Tiere mir in die kommen Schub stehlen. Und der selbst Gott, was am durchgehalten hat, der würde mit dieser Riese auch halten. Ich will uns eine Liste wiesen von Riesen über die letzten 20 Jahre, was wir in unserer Welt gehabt haben. Und weißt du was, der Isaac ist nicht zum Sein, weil das erst nicht, wo wir nicht bei sind, das erst wird gerotet. Vielleicht nicht mal so sehr bloß die Krankheit, aber die Ökonomie, die wird topkloppen, so ist es. Und so dort ist ein großes Ding, da wird viele Menschen sehr antasten oder vielleicht arbeitslos merken. Aber weißt du, da sind all viele Riesen gewesen in dieser Welt. Und bei jeder Ries, wie Gott immer bei, und Gott ist hier nicht auch. Und so dort, wo wir ein bisschen checken. In der 2000 hatten wir Y2K. Dort waren die Computers, die würden alle ab hier mit schaffen, Licht würde ausgehen und viele andere Dinge würden passieren. Menschen werden abgerecht. Some von ihnen sind zu klein, um das weiten, aber zu jung. Aber da wir eine abgerechte Zeit, ich war in Predigen in Ontario und die Menschen werden abgerecht und wir als Lehrer sollten Rahmen vertalten, okay, was wollen wir tun, wo wollen wir an die Kirche ran, all so eine Dinge. So, das fällt sich noch ein großer Ries zu der Zeit, aber das wir hastig über und dann wird der Ries war tot. Und in 2001 hatten wir Anthrax oder auch nach der Terrorist-Attack, oder wo sie in die Gebiete flogen mit Jets und so eine Dinge. Und so nur dort hatten wir Anthrax. Und dort war eine Krankheit, wo sie über Post schickten, nur gewisse Menschen. Oder wenn sie hatten Angst, dass sie würden so schicken und wir im sind. Und dann in 2002 hatten wir West Nile Virus, das war eine Krankheit, die da rumging. 2003 hatten wir SARS, das war auch eine Krankheit, die da rumging in der Welt. 2005 hatten wir die Bird Flu, das war auch eine Krankheit, die in der Welt rumging. 2006 hatten wir E. coli, das war auch eine Krankheit, die in der Welt rumging. Und in 2008 hatten wir eine schlechte Ökonomie, besonders in den Städten kloppt eine Hisa Schacherie taub. Viele Menschen verloren alles, was sie hatten. Und vielleicht haben wir uns das hier nicht ganz so sehr angegeben, aber doch, wenn in den Städten was passiert, das Bild hier auch, weil wir sind so taub geknackt mit Erd. 2009 hatten wir das Swineflu. Das ist ein Ding, vielleicht, was uns noch denkt, nicht? Dass wir das Swineflu hatten. Und die Menschen bleiben tüß, wir haben Angst. Und dann in 2010 hatten wir ein Oilspill im Meer, das ein großer Schab lade ich ran und viel Öl im Meer nennen. Und das hier sich so, wird alle Leben im Meer tot mehr. 2012 hatten wir den Mayan Kellner. Weißt du, in 2012 soll die Welt vergehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht. Aber viele Menschen bleiben da an und viele Menschen haben Angst wegen dort. Wegen der Maya-Kalender, der ging bloß bei der 2012. Das ist ein Kalender, was die Maya-Indians mal gemerkt haben. Und die ging bloß bei 2012 und dann wurde die Welt vergehen. Dort wieder Gloowen für viele Menschen. 2013 hatten wir Nordkorea und mit den Nuclear Bombs und dann wurde die Welt verbombt und so eine Dinge. 2014 hatten wir Ebola-Virus, war eine Krankheit, was da rumging. 2015 hatten wir ISIS, das war eine Gruppe, eine Terrorist-Gruppe in Syrien, some andere Länder, was sich so viel über die Welt übernehmen und Menschen haben Angst vor dort. 2016 hatten wir Zika-Virus, das war auch eine Krankheit. Und nun haben wir Coronavirus. Und nicht bloß dort, aber wir haben auch die Ölpreise erlegt und so dort die Ökonomie so heraufbringen und so eine Dinge. Der Punkt von das ist, dass wir haben alle in Leben und in Bohr, viele von denen getroffen in der Vergangenheit und Gott du immer was. Und weißt du Gott ist nun noch einmal hier. Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 10, Hij hat uns uit Sonne dodes vor gerat und wird uns auch wahrer raden. Ja, wir hoffen darauf, dass er uns auch wieder raten wird. Weißt du, was er sagt? Paulus redet von sich selbst und seine Dinge, was im Leben durchging. Aber ich glaube, das ist für uns von der. Weißt du, was er sagt? Er sagt, Gott hat uns in der Vergangenheit geholfen, Gott hält uns von der und er wird uns in der Zukunft halten. Amen. So, wenn wir uns auf Gott verlassen, wenn wir Gott vertrauen, das Ding, was die erste ist schlimm, wenn wir nicht ans Kopf und Sonne stecken sein, das ist nicht, wenn das erst wird gerotet, und wir als Kirche können sicherlich eine große Gelegenheit haben, zu Menschen halten, was wir nicht eten ran, oder was immer an sie geht, wegen Arbeitslosigkeit. Aber wenn wir nicht abgeben, wenn wir nicht Angst haben, ob auf Gott vertrauen, und weißt du Gott wird dann durch, er ist nur hier, und er wird wahr sein. Gott ihn segnen. Well, wir sind in Botschaft, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das wir da für Menschen dort beten, okay? Das sollt ihr weiten. Du entcheckt das nicht nur jünd. Wir sind auch Geschmack, aber. Heute Christentum 101. Was wir meinen mit das sind Anfangslehren. Und so wir wollen in der ewige Zeit, weil wir uns mit das vertiefen. Wir haben gesehen, dass Gott sein X-Ray wies, dass eigentlich sind Sünder.
Gott sind extra wies, dass du hast kein Unterschied, alle Mann haft gesündigt und kennt durch und kart, was du bei Gott sein soll. Weißt du was? Du merkst es nicht für Gott. Als mir dann wieder bist, wo schmeckt du bist, und wo für feine Dinge du das, oder wo Charakter die ungetrocknet hast, hält sich alles gleich, du merkst es nicht für Gott. Und das ist unser Problem. Und weißt du, Gott wies uns, dass wir wollen es nicht merken, dass kein Unterschied, Juden und Heiden, Mennoniten oder Spanisch, hält sich alles gleich, oder Russen oder Chinese, hält sich alles gleich. Wir merken es nicht für Gott. Und so das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann bleiben wir wollen das selbst tun. Und so von der Welt könnt wiesen, wer uns rat, wem zur Lösungsplan ist das. Und so was man eigentlich tun, da wir den haben. Und so durch Gloowen Jerajcht. Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, und ich will Ihnen noch vielmal sagen, wenn wir hier noch länger sind, dass du musst eine Gerechtigkeit haben, was für Gott jährlich ist. Nicht für Menschen. Wenn ich kann die sein, dass du bist ein gerechter Mensch, du hast deine Schuld betont und du hältst dein Wort und du bist ein feiner Nuber, so du bist ein gerechter Mensch. Du kannst dort sein von mir, von eins deswegen. Aber wenn wir für Gott stehen, dann wird das kriegen uns und wir die, was bist du die Nummer? Ich meine, das ist nicht haarig stehen. Ich meine nicht, dass das wird das wieder behandeln. Aber dort wird nicht die Frau sein. Aber die Frau ist eine Gerechtigkeit, wird für Gott, wird ehrlich sein. Das wird die fehlt. Because du merkst das nicht für Gott. Da merkt kein Unterschied. Wir fallen alle kalt, wir scheiden alle besiegt, wir wollen alle Mann für Gott stehen und sagen, weißt du Gott, ich habe nicht gemerkt. Na, das ist vielleicht eine negative Nachricht, aber wenn du dort nicht verstehen kannst, dann kannst du die Lösung never verstehen. Dann musst du immer selbst versuchen, und du musst versuchen, mit deinen guten Worten oder mit deinem System, was immer das ist, dann musst du versuchen, bei Gott gerecht zu sein. Und weißt du was, Lied, wir merken das nicht, und das will wir mal anfangen. Ober Gott, ich rede Verse noch ein bisschen von das. Ich will haben, die sollen das Ober Gott verstehen. Weißt du, wenn wir Ober Gott, das ist nicht Ober John Wall, Ober Lebenswasser, Ober Janekirch oder Ober dort oder Ober das System, Ober Gott. Und das, wo wir mal anfangen. Eigentlich merken wir nicht für Gott, nur wenn wir Ober Gott haben. Na, wie gleich in Ober Gott Geschichten abzutäten und von zu reden, was hat Gott in uns Leben getan. Weißt du, wenn wir Ober Gott verstehen, da wird dein Leben raten. Ober Gott wies uns Gott seine Gnade. Ein Schreiber sagt, an der linken Seite von Ober Gott, da haben wir die äußersten Dinge, was Menschen tun. Wollen wir Paulus nehmen? An der linken Seite sozusagen von Ober Gott, wie Paulus, haben wir einen selbstgerechten Pharisäer, haben wir Menschen tot, was an Jesus leben, haben wir Menschen fast, er reist weit oft über eine Hand, Menschen festnehmen, haben wir alles, was er könnte, um das Christentum sein Tod zu merken. Das haben wir an der linken Seite von Ober Gott. Und dann beginnt Gott. Dann wird an Ober Gott in Paulus sein Leben. Und an der rechten Seite von Ober Gott, dann wird der größte Missionar, er gibt sein Leben haben für das Evangelium, er gibt alles haben. Und so wir haben von der großen Part von Neuen Testament, als wenn er an der rechten Seite von Ober Gott in sein Leben, gibt für alles haben. Aber dazwischen, durch wie Ober Gott. Weißt du, Ober Gott ist das Geheim sozusagen, auch in uns Leben. Wir werden in uns selbst gerecht, oder wir versuchen uns selbst zu raten, und dann haben wir Jesus bejennt, und dann steht Ober Gott in uns Leben, und nun sind wir an der anderen Seite, und nun sind wir gerat durch den Glauben, und wir leben für Gott. So Ober Gott ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir Ober Gott durchstrecken, und wir tun Ober Gott zu sehen, weißt du, was wir dann haben? Dann haben wir Ober John, oder Ober, was immer die Nummer ist. Oder wir können sagen, wir haben Ober ein religiöses System. Ober unsere Kleider, ober ich so ein dummer Mensch, oder ober ich so schwach, ober in welche wie sind Obermenschen. Und so, wenn wir Ober Gott nicht verstehen können, wenn wir Ober Gott sehen, dann ist alles auf der Welt available, sozusagen, für die Religion. Und das ist was passiert mit Menschen. Das ist auch was passiert in uns Mennonitentum. Wir haben hier auf das Streck meist alles gehört. Von Peckenrede über Pirzbauges und Kleidie und Hauptbedeutung und alles besiegt. Viele von unseren Menschen von der, die kennen nicht über Gott. Und weißt du, Benny redet davon, dass wir als Zeugstunden sozusagen bekannt von einem gewaltig großen Einfluss haben. Und wir haben auch einen großen Einfluss. Aber weißt du, das ist das ganze Leben, wo wir sind.
dort merkt er auf, wie Menschen es Angst und Menschen Segen und Menschen Frauen. Und ich wünsche, dass wir noch viele von uns Volk würden Jesus finden. Die würden über Gott finden, durch das ganze Ding. Aber wenn wir über Gott durchstrecken in uns Leben, dann haben wir über was immer. Und wir können dort anstellen, was wir wollen. Und so über Gott ist wichtig. Und ich will an Jesus verstehen, dass es ist über Gott. Das ist das Hauptwort hier, okay? Und dort will ich von dir wiesen. So, wir sind gerecht für Gott. Und die Frau ist wohl. Und das, was uns fehlt. Dass wir gerecht sind für ein heiliger, gerechter Gott. Und so, in Römer 1, Vers 18 sagt Paulus, ist das, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Na, was ich will an Jesus hier morgen ist, das ist das Evangelium von Christus. Das ist nicht das Evangelium von uns. Das ist nicht das Evangelium von unserer Kirche, oder von unserer Prediger, oder uns Ältesten, oder uns Pope. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist der Schlädel dabei. Jesus Christus ist der Schlädel. Und so, wenn wir dort das nennen, dann haben wir Ober John, Ober Süß, Ober Jerb, oder was immer. Bei der Jerb Johann, nicht? Und so, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Na, weißt du, was das Evangelium ist von Jesus Christus? Paulus sagt uns dort in einer sehr karten Form. Das ist das Evangelium sozusagen in der Nähtenschale. Er sagt in 1. Korinther 15, Brüder, ich will Ihnen an das Evangelium denken halten, dass ich Ihnen gepredigt habe. So Paulus sagt zu den Korinther, er schrift einen Brief, nur dem, dass du weißt das, und so er sagt, ich will Ihnen erinnern an das Evangelium. So was ist das Evangelium? Das ist die Frau. Wenn dort fehlt uns zu weiten, was ist das Evangelium? Und dann sagt es das, als erstes habe ich Ihnen dort wiedergegeben, was ich gekriegt habe. Und hier ist das Evangelium. Christus ist für unsere Sinn gestorben. Morgen dort, dass Christus, das handelt sich am Arm und am Gott, das dreht am Gott. Christus ist für unsere Sinn gestorben. Er ist begraben worden und stand am dritten Tag ab, so ist geschrieben steht. Weißt du, was Lied? Das ist das Evangelium in der Nähtenschau. Wir merken, das wird so kompliziert. Eine lange Liste von Dingen sind dabei. Aber wenn wir das mal alle wahrnehmen, wenn wir mal für jeden von uns leben, sozusagen, und bloß mal das klar haben, dass Jesus ist gestorben, heiß begraben und heiß abgestanden. Na, ich weiß das, wenn ich so dort rede, dann denke ich, well, Fuß ober. Aber what about, uns Leben? Und das ist wichtig. Aber die lest für Gott, wenn die am Gehirsch, nicht zum Nachmol sein, so was ungenommen sein. Und so, durch den Glauben an sein Tod, sein Begrafnis, seine Auferstehung. Das ist der Bottom sozusagen, das ist der, wenn die Disziple aufschauen, das ist das bannerste Port von dem Evangelium. Jesus ist gestorben, Jesus war begraben, Jesus ist abgestanden. Und durch den Glauben an dort, sagt Gott, dann haben wir das ewige Leben. Und so, das ist das Evangelium. Du sagt Paulus, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Sein Tod, sein Begrafnis, seine Auferstehung. Da fängt das an. Und dann sagt er wieder, dort ist Gott seine Kraft. Na, ich will Hanji sagen, hier war sein, wems Kraft das ist. Das ist nicht meine Kraft, dass ich so ein guter Mensch sehe, und nu habe ich so viel gelehrt, und ich sehe, bei der Bibel soll je was, und weiß nicht, was alle. No, das sagt, das ist Gott seine Kraft. Nächste Sonntag, so der Herr will, dann werden wir reden und die Kraft, was Gott uns gibt durch den Heiligen Geist. Das ist wichtig in uns Leben. Aber hier sagt er, das ist Gott seine Kraft. Das Evangelium ist Gott seine Kraft. Er sagt, all die seilig zu merken, die daran bleiben. So Gott seine Kraft in Jesus sein Tod, Begrafnis und Auferstehung, dort ist Gott seine Kraft, merkt die nie ein Mensch, wenn du daran bleibst. Weißt du, das ist Gott seine Gnade. Das ist ein wundervolles Ding. Wo wir können gerecht werden für Gott. Und zwar sagt das erst für die Juden und für die Heiden. Paulus redet zu Juden und Heiden, und so da habe ich davon geredet. Dort wiest uns, sagt er in Vers 17, dort wiest, was dort? Dort ist das Evangelium. Weißt du, das Evangelium, Jesus starb, wird begraben, stand ab. Dort ist Gott seine Kraft, die soll ich zu merken, wenn du daran glaubst. Dort wiest uns, also dort Evangelium wiest uns, wo Gott, morgen dort, wäre das, wo Gott uns durch den Glauben gerecht macht. Und so Paulus sagt, das Evangelium. Jesus sein Tod, Begrafnis und Auferstehung. Glauben an dort, als Gott seine Kraft, was die gerecht macht, mit einer Gerechtigkeit, was für Gott ehrlich ist.
Dat is niet durch die. Wat ik wil gaan je zal hier maken, dat het draait zich aller om Jezus, aller om God. Alles wat ik en du doen is geloven. Jezus zei te Nicodemus, weet je wat? Ik wil opgehangen worden, zoals Moses de slang ophang. En wie aan mij gelooft, der heeft dat eeuwige leven. Hij zegt niet, wie aan mij gelooft, en daarna deze 3 dingen deed. Hij zegt niet, wie aan mij gelooft, daarna bij levensvasser naar Tjoik voort. Wie aan mij gelooft, en daarna ten gewässersysteem geheerd. Wie aan mij gelooft, en daarna graag aangetrokken is. Hij zegt, wie gelooft. En ik wens, wir können das verstehen. Leben ist wichtig. Wir wollen für Gott leben mit uns ganzes Hort. Aber wir müssen das erstmal einmal verstehen, dass wir glauben an Jesus, sein Tod, Begräbnis und Auferstehung. Und das merkt die nie ein Mensch. Und so Gott merkt uns Jerajcht. Das ist Gott, was es tut. Wenn du für Gott stehst und du hast an Jesus geglaubt, dann wird Gott die Jerajcht merken. Dann brauchst du das nicht selbst versegnen. Gott alle und sagen, check mal durch, dass ich so und dort, dass ich so sitzen steht, like redet nicht tot, aber nüchtern dort sein. Entweder oder Gott wird die Jerajcht merken, oder er wird nicht. Und der Unterschied ist, dass du das geglaubt hast, oder nicht. So Gott merkt uns Jerajcht. Er sagt, wo der Glauben immer toenimmt, so es geschrieben steht, der Jerajchter wird durch sein Glauben leben. Na, ich glaube, Paulus redet hier von Wasser. Er redet hier von das Leben. Weet je, einmal sind Menschen ein bisschen dahin ohne, wenn Jakobus scheinbar sagt, oder Jakobus hat sich so gesagt, dass Abraham war durch seine Worte gereicht. Und Paulus sagt, wir sind durch Glauben gereicht. So Menschen sagen einmal, die Bibel war sprachig und das geht euch zu glauben. Wie man das verstehen, dass Jakobus redet von, wer die best für Menschen, Paulus redet von, wer die best für Gott. Und weet je, Abraham sein Glauben wird zu sein, mit was er tut. Und das ist Jakobus sein Punkt. Dass du kannst nicht sagen, oh, ich sehe einen Christ, und dann, ich glaube an Jesus und dann leben für den Teufel. Er sagt, ich glaube an Gott, aber das ist nicht ein Denken in dein Leben zu sein. Wie kann ein Baum an seine Frucht, sagt die Schrift. Und so Frucht ist wichtig. Den Glauben, der ist wichtig. Aber du musst erst mal Glauben haben, für den Glauben kann wachsen. Und das ist der Glauben und das, was Jesus getan hat, das gibt dir das ewige Leben. Hier bei Lebenswasser sagen wir, Glauben, taufen, wachsen. Und so das ist wichtig. Das wollen wir taufen mit unterdrücken, wenn das ein Bild von, dass ich sie gestorben zu meinem alten Leben, ich sie begruft und ich stehe ab zu neues Leben. Das wird wie man das wiesen, das wird das sagt. Und so heißt es, dass das Glauben, Gott merkt die Jerajcht. Und nu bist du Jerajcht. Durch den Glauben an Jesus bist du Jerajcht. Und nu fängt der Glauben an zu wachsen. Ich wünsche euch kurz Zeit. Zum Kolosserbrief. Kolosserbrief redet Paulus von das. Durch ein ganzes Kapitel, und er redet zu Söhnen, die von dort abgestoßen sind. Söhnen, die Gott Jerajcht gemerkt haben. Er sagt, nu lass mal lehen auf und Hurerie und eine lange Liste von Dingen. Was wir Vierten so gedacht haben, okay, dann müssen wir mal all die aufleihen und dann mal sein, dass Gott uns dann was annehmen. Na, als Kinder Gottes soll wir nicht in die Dinge leben, das ist, wie Paulus davon redet. Aber wir haben erst Glauben und dann fängt der Glauben an zu wachsen. Und weißt du, der Jerajchter lebt in seinem Glauben, er kann 2 Dinge meinen. Erstens, dass du durch den Glauben hast, du ewiges Leben. Und zweitens, wenn du ewiges Leben hast, oder du hast Gerechtigkeit, du hast Glauben, und der Glauben ist lebendig. Der Glauben, der lebt und der merkt den anderen Mensch. Gerechtigkeit hat verschiedene Meinungen in der Bibel. Einmal ist es, Gott ist gerecht, weil Gott ist herrlich, herrlich, herrlich. Er ist ohne Sinn, er ist immer gerecht. Und einmal passieren die Dinge in uns Leben, wo wir so denken, okay Gott, du hast hier auch getan. Ich habe da gesagt, ich habe so einmal das gekämpft, durch Steve sein Tod. Und dann habe ich gesagt, auch, Mensch Gott, wo bist du? Like hier ist was so arg passiert. Aber Gott ist immer gerecht. Und so Gott wird niemals gerecht sein. Zweitens wird es gebraucht in den Sinn, dass Gott bleibt gerecht, wenn er Sünder gerecht merkt. Na, weißt du, das ist ein interessanter Gedanke. Aber Gott kann die nicht die Sünden vergeben, anders als dass du stirbst. Ein anderer wieder, Gott sagt aber und einfach, dass Sinn wird den Tod bringen, und das tut aber nicht. Und dann fragt er, okay Gott, entweder du das lehnen, oder du weißt nicht, von was er redet. Aber weißt du, wir müssen das verstehen, dass Gott hat Sinn betont. Gott kann die durchwehen vergeben, wenn er deine Sinn betont. Gott kann die durchwehen gerecht merken, wenn er deine Gerechtigkeit nimmt. Gott kann die durchwehen annehmen, wenn er auf all deine Sinn, alles, was du ever getan hast, erwarst, dort hat er alle betont. Du hast keine Freiheit, keine Vergebung, keine Gerechtigkeit, ohne dass Sinn betont wird. Dort, wo Jesus muss sterben. Aber Gott kann nur, wenn er den Sinn betont hat, bleibt er durchwehen gerecht, wenn er ein ungerechter Mensch gerecht merkt. Und das ist ein sehr interessantes Ding, wo die Schrift davon redet.
En dat dritte denkt mensen voor God gerecht. So de gerechtigheid wordt in deze 3 dingen gebruikt, vielleicht noch some andere. Aber wie man het verstaan, dat hier in de Römerbrief de rede heeft van, dat wij zijn voor God gerecht, met een gerechtigheid wordt voor gelden. In 2 Korinther 5 zegt hij, Gott nukt den, also Jesus, die van keine zin wissen, onze steht zu zijn, dat wie durch arm, morgen dat waar woord nog die komt, dat is durch arm voor God gerecht worden. En dan zegt hij weer, zo is dat voor arm gelden. En weet je, Jezus heeft alles genomen. Die leidens, die grootheid, die zelfgerechtigheid, rein alles wat mij aanhangt en wat die aanhangt, dat heeft hij genomen. Hij is er met een kruis gegaan. En nu durch een geloven aan hem, jef hij die, en dat is de key hier, dat is de sleutel hier, dat het durch hem komt, hij jef die gerechtigheid, wat voor God geldig is. Weet je wat van de gerechtigheid voor God geldig is? Bloos God zien. Bloos God zien. En dat is never dienen. We zijn het niet mal wert. We hebben het never verdiend. We können uns gerecht doen en selbst gerecht zijn, aber das Gott seine Gerechtigkeit wird für Gott geldig ist und bloß da, aber das wird heute jeft durch den Glauben an was Jesus getan hat. Aber nu ist Gott, und ich will han gesagt noch einmal was morgen, nu ist Gott. Was ist Gott? Weet je, hier haben wir ober Gott. Nu ist Gott. Nu ist Gott mit seine, morgen dort. En weet je, dit is mijn punt van jou. Ik wil gaan Jesus verstaan, dat wanneer het ever een gerechtigheid voor die heeft, die komt van God. Die hast du dir nicht verdient, du bist het nicht mal wert, ich sie auch nicht, keiner von uns ist, die kommt von Gott. Und so hij zegt, nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen. Ohne das Gesetz. Nou weet je, hij brengt dat Gesetz hinein, wenn hij heeft met Juden te doen. Die Juden verleiten sich auf das Gesetz. Die Juden sehen, wir sind beterste Heiden. Wir haben Gott sein Gesetz, wir sind Gott sein Volk, wir haben die Beschneidung und die List wie ohne eng. Und Paulus hat hier fördert, wir haben nicht Titel da alle nennen, aber Paulus hat vorher sehr klar gemerkt, dass wir sind alle Sünder bei des Juden und Heiden. Und so nu bringt er das Gesetz hinein, auf dort, wo die Juden sich verleiten. Und er sagt, nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne das Gesetz. Na, weil wir uns Christentum anstellen. Nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne uns Mennonitensystem. Ohne uns Kirchenregeln, ohne uns Kleidimodel, ohne unsere Peckenräder, ohne unsere Pirzburgers, ohne unser was immer. Aber nu ist Gott, und der will kann selber verstehen, nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne uns System. Und dort, Geschwister, ist der Schlüssel für Erlösung. Dat we mal Buße doen, even ons zelfs, even ons System, wat je Buße meint, ik drehe mich weg von Sinn, en ik drehe mich naar Gott. En dat fehlt einmal, dat we mal Buße doen in ons leven, even ons System, even onze Radung, even ons Denk, wat de Mord krijgt dit en dit, met alle naar zijn, verder kostelijk worden. Waar we mal Buße doen, even dat, en bloos mal Jesus Christus aannemen zijn, durch Jesus, hebben we dat eeuwige leven. En so Gott ist mit der Gerechtigkeit von Dach gekommen. Und so sagt das Gesetz und die Propheten, also der Olle Bund, der redet all von, aber nu ist Gott mit einem Denk über die Welt gekommen. Das ist sehr wichtig. So er sagt, nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen, ohne das Gesetz. Das ist Gott seine Gerechtigkeit. Manche dort war wem's Gerechtigkeit dort ist. Na weet je, wenn wir an das denken, das ist Gott seine Gerechtigkeit, was denkst du über? Wusst du ein Geschenk von Gott, das wasch mich, zu nichts holen? Like das bloß eine Dummheit? Das ist, was viele Menschen tun. Aber das ist Gott, seine Gerechtigkeit, der hat all die gegeben hat, die an Jesus Christus glauben. Nehmt das an, Lied. Gott, seine Gerechtigkeit. Weet je dat Evangelium Jesu Christi ist Jesus gestorben, Haus berufen, Haus abgestanden, dort ist Gott seine Kraft, zum die Vergebung geben, zum die ein neuer Mensch mehr, das ist Gott seine Kraft, das ist sein Evangelium, das ist seine Gerechtigkeit. Und so Gott seine Gerechtigkeit, der hat all die gegeben hat, die da glauben an sein Tod, sein Begrafnis, seine Auferstehung. Period.
Du Hänger, mit wie ein Punkt mehr. Nicht nur dann ein Oberhänger an. Nicht sein Ober, ja, Ober. Warum muss das Ober wegnehmen? Ich wünsche, die würden mir reich verstehen. Ich meine nicht, dass wir bloß sagen, okay, ich glaube an Jesus und dann für den Diebel leben. Bitte, das ist nicht, wo ich von rede. Aber viele Mal verstehen wir auch nicht, wenn wir immer ans Ober dahin haben. Ober dit, oder Oberjant. Und so werden wir das mal wegnehmen. Du hast keinen Unterschied. Alle Mann habt ihr Sinn nicht. Das ist, wo wir wären. Und so, wir kommen auch hart, was wir bei Gott sollen sagen. Schenkt Gott, mag ich das Wort, schenkt Gott, nicht ich oder du oder ein System, schenkt Gott an der Reichforderung aus Gnaden. Das ist Gott sein Geschenk für die, das ist seine Gnade für die. Wir besser nicht, ich auch nicht. Wir sind gefallene Menschen, sindelige Menschen, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Weißt du was? Gott streckt deine Schuld durch und er schreibt an, Jerajcht für mich. Because er ist Jerajcht, er hat die seine Gerechtigkeit und das ist für Gott jährlich. Durch die Radung, die in Christus Jesus ist, morgen das Lied, wenn irgendwas klar wird, von der dann ist es, dass es als Gott seine Gerechtigkeit, seine Radung heißt gestorben und du allein geleifst. Und das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Den hat Gott ausgewählt aus dem Gnadenstuhl. Na, wenn ein Gnadenstuhl dort nicht steht, wo du hinkommst mit deinen Sinn. Im Tempel Eschama, in Ola Bund, hatten sie einen Tempel, der allerheiligste Tempel, durch wie ein Gnadenstuhl. Das wird so genannt, durch die Hohepriester einmal das Jahr nehmen, mit Blut, bespritzt das durch, und die hat das Volk, nicht eine einzelne Person, aber das Volk, war eine Vergebung für das nächste Jahr. Da wird das alte System. Nu ist Gott gekommen, und du hast einen Gnadenstuhl. Was ist der Gnadenstuhl? Das ist der Gnadenstuhl, wo durch Christus sein Blut morgen dort, das sage ich nicht durch die Kirchenlehre oder durch unser System oder was immer, dass Christus sein Blut Vergebung von den Sünden zu haben ist. Na, wenn ihr der Hebräerbrief sagt, Jesus ist mit seinem Blut, der Schreiber sagt nicht mit Kosenblut oder Ballesblut, aber mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste in den himmlischen Tempel einmal für alle Mal hineingegangen, um eine ewige Erlösung zu schaffen. Ich habe mir das Bild, das ist mein Bild, aber du brauchst es nicht glauben, aber ich habe ein Bild, du hast einen Tempel im Himmel bei Gott, du hast den Thronstuhl Gottes, und du in den Thronstuhl Gottes, du steht und kommt die Blut. Je in deine Sinn. Und wenn du dich versinnen lässt als ein Kind Gottes, und der Teufel kommt die verklären, dann steht Jesus ab und er sagt, mein Blut steht je in deinen Sinn. Willst du best gleich vollkommen? Da wollen wir alle. Ich sehe auch nicht. Aber durch den Glauben an was Jesus durch hat getan mit seinem Blut, durch den Glauben an dort, schrift Gott die seine Gerechtigkeit aus Kredit. Und Jesus verteidigt die für den Vater. Werden wir das niemals vergessen. Wenn wir an Christus glauben, so Gott hat einen Gnadenstuhl reingemerkt, wo Christus sein Blut für unsere Sinn steht, weißt du, was das für die jährlich ist? Wenn du da anbleibst. Wenn du da anbleibst. Und du nimmst das in Glauben an. Weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weißt du, was uns fehlt, Lied? Uns fehlt Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Das ist, was viele Menschen nicht haben. Viele Menschen haben Unfrieden mit Gott. Und das wollen wir so sehr Angst haben in so einer Zeit, wo wir sind. Because wenn ich krank war und ich war sterben, was dann? Weißt du, was, Lied? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat Gott die seine Gerechtigkeit gegeben und du hast Frieden mit Gott. Wenn du von dir stirbst, oder morgen, dann bist du tschüss. Und weißt du, wenn wir an das ganze Zeit denken, wo wir sind, ich sehe, das hat euer gesagt, das ist so wichtig, dass wir in Ewigkeit denken haben. Weil wir nicht bloß für diese Welt denken. In dieser Welt sind es nicht dies da. In dieser Welt sind es so, die Schaf können bankrott gehen. In dieser Welt sind es so, du kannst deine Arbeit verlieren. In dieser Welt sind es nicht so, die Schobeln können alle werden, die Ries können alle werden. In dieser Welt sind es nicht gerade nicht so ein Tag. Aber weißt du Gott, wenn wir Jesus haben, dann sind wir nicht Tschüss hier. Da meine ich, dass wir hier nicht wollen, bei einmal Lieden machen vielleicht, oder wir wollen hungern, oder wir wollen Dinge so arg drehen. Das kann sein.
Aber das ist nicht uns Tüß. Wenn wir nicht für diese 80 Jahre leben, werden wir lieber für die Ewigkeit leben. Amen. Und weet je, Jesus ist gestorben, er ist begraven und er ist abgestanden. Und durch den Glauben an dort, gibt Gott die seine Gerechtigkeit und das verarmjährlich. Das ist Gott sein Geschenk für dich. Das ist Gott seine Gnade für alle von uns. Und so ich wünsche, wir würden dort bleiben. Ich wünsche, wir würden dort annehmen. Keiner wird dies dort Wort. Aber wenn wir hier bei einmal durch sind, das klappt alle top hier. Uns Tüß ist Gott hier. Das ist bei Jesus. Amen. Weil wir dort bleiben. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Lösungsplan. Und Herr, du hast uns deine Gerechtigkeit gegeben. Wir wissen nicht mal so recht, was der Krieg alle meint. Aber da meint so viel, wir sind fertig als schuldlos und sinnlos angestellt. Du hast uns heilig gemacht. Du nennst uns schuldfrei. Du nennst uns angenommen. Du nennst uns deine Kinder. Du hast uns getegnet und verschlossen mit dem Heiligen Geist. Und dort haben wir in dem Glauben an Jesus Christus. Dankeschön für uns Sterben, für uns begraben sein und für uns abstehen. Dankeschön für den Blut und Himmel nehmen und durch das Allerheiligste bringen aus einer Erlösung für unsere Sinn. Dankeschön, Jesus, dass wir Erlösung in Gerechtigkeit haben in dir. Ich darf bloß noch eine Minute in Gebet bleiben ans Ihr und Herr. Hier ist vielleicht von der und wer Gott hat angeriert und der hat gesagt, dass von der und aus der Zeit, wo die Kost Jesus annehmen, die was den Fried, von was Pastor John reden, dem was du von der und erfahren und du wirst gleich dein Leben zu ändern, du wirst dein Leben gleich nur Jesus zu geben. Da will ich bloß mit die Tau beten, ich will die in ein Gebet leiten und die Gelegenheit geben, dass die Kost Jesus annehmen. Bet bloß mit mir mit, ich würde freuen, dass wir alle mit beten, dass keiner Brück allein beten und wir können Gelegenheit geben, Jesus anzunehmen. So, Gott im Himmel, Jesus, du starbst für meine Sünden. Du stehst ab zu mir raten. Im Glauben nehme ich die an von dir. Ich will die nu dein. Merk mich nie. Dankeschön für meine Radung. In Jesus' Namen. Amen. Hey, wir uns bloß freuen für das, was du Jesus hast angenommen von dir. Wenn du hast Jesus angenommen von dir und wir würden die bloß Mut mehr und nur in Informationsdash und uns weiten von deiner Entscheidung, wir würden die Mut merken, dass du die Leute taufen und dann, dass du nur dort wohnen kannst. Wir reden von Glauben, Taufen, wohnen. So, wir haben ein Taufhaus, wo du abkommen, send die ab und dann werden wir die taufen. Wir haben eine Vision, Klaus, wo du abkommen, send die ab für dich und dann kannst du von dort und dort kann die in die nächste Stauben halten. Hey, das nächste, weil wir dort Opfer sammeln, Ushers kommt nur fern, zum dort Opfer sammeln. Ich würde bloß vergleichen zu sagen, dass in dieser Zeit, wo das vielleicht ökonomisch schwer ist, weil wir nicht abgeben, weil wir nicht abhören mit geben, nicht wenn ich gucke, dass mir die Arbeit hat, die Prediger haben, dass mir die Arbeit, und weil wir nicht dort hängen luten, dass sie werden auch können wiederkommen. Weil wir diese Bemerkungen sein. Guten Morgen, Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Giesberg und das sind unsere Bemerkungen für dieses Werk. April den 12. planen wir ein Taufhaus zu haben hier in Lebenswasser Kirch. Door das Ostern wegging. Und ich würde Ihnen Mut sprechen, wenn ihr noch nicht getauft habt, weil ihr an Jesus angenommen als Ihr persönlicher Herr und Heiland, das ist Ihnen Gelegenheit zum ihn taufen, zum den nächsten Stab nehmen in Ihr geistlichen Leben. Hier bei Lebenswasser sagen wir glauben, taufen und dann wachsen. So wenn ihr Jesus angenommen habt, der Taufen ist der nächste Stab. So wenn ihr dort interessiert seid, sendet ihr dort wieder die Information für Taufhaus April den 12. Jeder Sonntag, halb 11 morgens in der zweiten Klosterstufe, haben wir eine Gebetszeit. Ich würde Ihnen einladen, vorbeizukommen. Die Gebetspunkte wurden neu gedacht worden, dass es eine gute Gelegenheit für unsere Kirche, unsere Menschen in unserer Umgebung zu beten. Und dann zuletzt, wir haben ein Lebenswasser gekommen, das ist diese Kirche. Du kannst vorbeikommen, wenn ihr dort einen Eden habt, in der Kummer für ein Klimasse ladig, die dir kaum in den Paket aufstellen, ganz und sonst. Oder ihr könnt dort vorbeikommen zum Eden, oder Geld haben bringt in der Lebenswasser kommen und ihr Stadt. Dort ist alles von mir von der hat ein gesehenes Werk. Hey, bloß noch ein Ding, Maya, wenn du von der und ich hast den Bulletin in den Phone gekriegt und du wirst gleich, dass du die kriegen willst, oder du hast den Bad nicht einmal gekriegt, aber du kriegst den von der und nicht, dann du bloß den Namen, nur das sollst du nicht mehr schicken, das nicht mehr ist hier zu boven an.
dann waren wir frisch bei der List wieder und wir hatten ein bisschen Trouble mit uns Phone und some von den Nummern sind zurückgelassen und wir wurden bloß gleich ein frisch Studenten da und die kann abwarten, wenn irgendwas zurückgeschickt wird, hier so von der Kirche. Dort ist für die, was hier so gewöhnlich in die Kirche kommen da. Noch ein Ding, was Pastor Benny ich sei, wenn die was ein Gruppenlehrer sind oder in eine kleine Gruppe sind, gut so nur in den Verlauf nennen, wo Jake Thiessen ist und sind ab für die kleine Gruppen. Das ist alles für von der und ich will bloß fragen, dass die abstehen, ich will sehen, beten über Jünd. Wir haben den Gebetsteam hier so fern, wenn irgendwer von Jünd Gebet will, fehlt, was immer das ist, kriegen don't, kommt nur fern und dann wollen sie hier so für Jünd beten. Gott im Himmel, Dankeschön für deine Gegenwart, Dankeschön für deine Radung. Ich bete sehen über diese Versammlung. Ich bete, dass die wir schmettern können und beschützen und Frieden geben durch diese Werke in den Namen Jesus. Amen. Dankeschön für kommen, sei wir uns hier nächste Weg.